Frühjahr 1864. Eine junge Prinzessin verlässt Europa, voller Hoffnung. Sie ist die Schwägerin von Kaiserin Elisabeth und die Ehefrau von Maximilian, dem Bruder Kaiser Franz Josephs. Noch ahnt sie nicht, dass genau diese Reise ihr Schicksal für immer verändern wird. Das ist die Geschichte von Charlotte von Belgien, der späteren Kaiserin von Mexiko. Charlotte von Belgien wird am 7. Juni 1840 auf Schloss Laeken bei Brüssel geboren. Als einzige Tochter von König Leopold I. wächst sie in einer der wohlhabendsten Königsfamilien Europas auf. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter kümmert sich ihr Vater besonders um ihre Erziehung. Charlotte erhält eine für ihre Zeit außergewöhnlich umfassende Ausbildung. Sie spricht mehrere Sprachen und interessiert sich für Geschichte, Philosophie und Politik. Zeitgenossen beschreiben sie als klug, ehrgeizig und mit einem starken Willen. Im Alter von 16 Jahren begegnet sie dem österreichischen Erzherzog Ferdinand Maximilian, dem jüngeren Bruder von Kaiser Franz Joseph. Der junge Erzherzog gilt als charmant, weltoffen und lebensfroh. Mehrere Quellen berichten, dass Charlotte sich schon bei ihrer ersten Begegnung in ihn verliebte. Am 27. Juli 1857 geben sich beide in Brüssel das Ja-Wort. Für die europäischen Königshäuser ist es eine der glanzvollsten Hochzeiten jener Zeit. Charlotte bringt nicht nur eine außergewöhnlich hohe Mitgift mit, sondern gilt auch als eine der gebildetsten Prinzessinnen Europas. Über seine junge Frau schreibt Maximilian später: Sie ist sehr gescheit, das ist wohl etwas bedenklich, allein ich werde mich schon dreinfinden. Mit der Hochzeit beginnt für Charlotte ein neuer Lebensabschnitt. Aus der belgischen Prinzessin wird eine Erzherzogin von Österreich und die Schwägerin von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth. Vor ihr liegt eine Zukunft voller Hoffnung. Noch kann niemand ahnen, dass dieser Tag der Anfang einer Geschichte ist, die wenige Jahre später in einer der größten Tragödien enden wird. Zunächst scheint das Glück auf ihrer Seite zu sein. Nach der Hochzeit zieht das junge Paar nach Norditalien. Wenig später entsteht an der Adriaküste ein Ort, der für Charlotte und Maximilian zu ihrem gemeinsamen Zuhause wird: Schloss Miramare. Hoch über den Klippen der Adria lässt Maximilian seine Traumresidenz errichten. Umgeben von üppigen Gärten, exotischen Pflanzen und dem endlosen Blick über das Meer beginnt für beide ein neuer Lebensabschnitt. Spaziergänge durch die weitläufigen Parkanlagen, Ausfahrten entlang der Küste und gemeinsame Stunden auf den Terrassen des Schlosses prägen ihren Alltag. Rückblickend wirken diese Jahre wie die glücklichste Zeit ihrer Ehe. Im Mai 1861 legt am kleinen Hafen von Miramare ein Schiff an. An Bord befindet sich Kaiserin Elisabeth, die von einem längeren Aufenthalt auf Madeira zurückkehrt. Charlotte erwartet ihre Schwägerin bereits. Ein Gemälde hält diesen Augenblick bis heute fest. Für einen kurzen Moment begegnen sich hier zwei Frauen, deren Lebenswege kaum unterschiedlicher verlaufen könnten. Elisabeth empfindet das strenge Hofleben zunehmend als Belastung und sucht auf ihren Reisen immer wieder nach Freiheit. Charlotte dagegen scheint ihre Aufgabe gerade in ihrer Rolle als Erzherzogin zu finden. Sie interessiert sich für Politik, übernimmt Verantwortung und möchte ihren Mann nach Kräften unterstützen. Eine enge Freundschaft zwischen den beiden Schwägerinnen gibt es nicht. Am Wiener Hof werden sie jedoch immer wieder miteinander verglichen. Auch zu ihrer Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, entwickelt Charlotte zunächst ein gutes Verhältnis. Sophie schätzt ihre Bildung, ihr Pflichtbewusstsein und ihr sicheres Auftreten.
Für Charlotte dürfte diese Anerkennung viel bedeutet haben, denn die Zustimmung der mächtigen Erzherzogin war am Wiener Hof alles andere als selbstverständlich. Nur ein Wunsch erfüllt sich nicht: das Kinderzimmer bleibt leer. Warum Charlotte und Maximilian keine eigenen Kinder bekommen, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Für das junge Paar ist das weit mehr als eine persönliche Enttäuschung. Während Charlotte in Miramare ihr neues Zuhause gefunden zu haben scheint, wartet schon bald eine Entscheidung auf das Paar, die alles verändern wird. Die Jahre an der Adriaküste gehören zu den glücklichsten ihres gemeinsamen Lebens, doch ihr Schicksal führt sie schon bald weit fort von Miramare, an einen Ort, den sie sich niemals hätten vorstellen können. Als Napoleon III. Maximilian die Kaiserkrone von Mexiko anbietet, erkennt Charlotte darin eine einmalige Chance. Maximilian reagiert zunächst zurückhaltend. Das Angebot bedeutet den Aufbruch in ein fremdes Land mit ungewissem Ausgang. Charlotte dagegen zweifelt kaum. Sie glaubt an ihren Mann und ist überzeugt, dass er ein guter Kaiser sein kann. Mit ihrer Entschlossenheit bestärkt sie ihn, den Schritt zu wagen. Am Wiener Hof teilt längst nicht jeder ihren Optimismus. In Wien begegnet man den Plänen mit großer Skepsis. Besonders Erzherzogin Sophie sieht die Reise nach Mexiko mit großer Sorge. Für Charlotte ist diese Haltung besonders schmerzlich. Noch vor wenigen Jahren verband die beiden Frauen ein gutes und von gegenseitiger Wertschätzung geprägtes Verhältnis. Nun gehen ihre Vorstellungen von der Zukunft zum ersten Mal deutlich auseinander. Erzherzogin Sophie hätte ihren Sohn lieber in Europa gewusst, fern von den politischen Spannungen auf einem anderen Kontinent. Charlotte aber lässt sich nicht davon abbringen. Für sie ist dies die Gelegenheit, gemeinsam mit Maximilian etwas Bleibendes aufzubauen. Die Entscheidung fällt. Charlotte und Maximilian verlassen Miramare, verabschieden sich von ihrer Familie und brechen zu einem Kontinent auf, den sie nur aus Erzählungen kennen. Hinter ihnen bleiben Schloss, Gärten und das vertraute Leben am Wiener Hof. Vor ihnen liegt ein fremdes Land und die Hoffnung auf ein neues Leben als Kaiserpaar. Noch ahnen Charlotte und Maximilian nicht, dass genau dieser Aufbruch ihr Leben für immer verändern wird. Zunächst scheint sich ihr großer Traum tatsächlich zu erfüllen. Charlotte und Maximilian ziehen als Kaiserpaar in Mexiko ein und blicken voller Hoffnung in die Zukunft. Doch ein Wunsch bleibt unerfüllt: ein Erbe für die Dynastie. (1865) treffen Charlotte und Maximilian eine weitreichende Entscheidung. Sie nehmen 2 Enkel des ersten mexikanischen Kaisers, Agustín de Iturbide, in ihre Obhut. Im Mittelpunkt steht der kleine Augustin. Gerade einmal 2,5 Jahre alt kommt er an den Kaiserhof. Schon bald prägt der kleine Augustin den Alltag des Kaiserpaares. Er spielt in den Gärten des Palastes, lernt seine neue Umgebung kennen und wächst im engsten Umfeld Charlottes und Maximilians auf. Gemeinsam mit seiner Tante Josefa de Iturbide, die sich liebevoll um ihn kümmert, soll Augustin auf seine mögliche Rolle als Nachfolger vorbereitet werden. Während am Kaiserhof neue Hoffnung einkehrt, beginnt für eine andere Frau eine Zeit voller Verzweiflung. Augustins leibliche Mutter Alice Green kann die Trennung von ihrem kleinen Sohn nicht akzeptieren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann setzt sie alles daran, ihn zurückzubekommen. Sie schreibt Briefe, sucht die Unterstützung von Diplomaten und reist sogar nach Washington und Paris. Hinter all ihren Bemühungen steht nur ein einziger Wunsch:
ihren kleinen Sohn endlich wieder in die Arme schließen zu können. Charlotte steht zwischen zwei Welten. Als Kaiserin hoffte sie, mit Augustin eines Tages ihrem Land einen Erben und damit eine Zukunft zu geben. Gleichzeitig dürfte sie den Schmerz seiner leiblichen Mutter gespürt haben, denn kaum jemand wusste besser als sie, wie tief der Wunsch nach einem eigenen Kind sein konnte. Auch Augustins ältester Cousin Salvador zieht an den Kaiserhof. Von nun an erfüllen das Lachen und die Stimmen zweier Jungen die Gemächer. Für einen kurzen Moment scheint das Glück endlich auf ihrer Seite zu sein, doch schon bald gerät das junge Kaiserreich in eine immer tiefere Krise. Der Widerstand gegen Maximilian wächst und die militärische Lage verschlechtert sich zusehends. In ihrer Verzweiflung reist Charlotte allein nach Europa. Sie hofft, Unterstützung für ihren Mann zu erwirken. Sie bittet Napoleon III. Um Hilfe, setzt ihre Hoffnung auf ihren Schwager Kaiser Franz Josef und sucht sogar Papst Pius IX. Auf. Doch überall stößt sie auf Zurückhaltung. Niemand ist bereit, das Kaiserreich zu retten. Zur gleichen Zeit befindet sich ihr Mann in Mexiko. Obwohl ihm mehrfach zur Flucht geraten wird, entscheidet er sich zu bleiben. Wenig später wird er gefangen genommen, vor ein Militärgericht gestellt und zum Tode verurteilt. Als Erzherzogin Sophie die Nachricht erreicht, bricht für sie eine Welt zusammen. Ihre größte Befürchtung ist Wirklichkeit geworden. Sie verliert ihren jüngsten Sohn, fern der Heimat und fern von seiner Familie. Am 19. Juni 1867 endet Maximilians Leben. Für Charlotte bricht damit eine Welt zusammen. Die vielen Enttäuschungen und der Verlust ihres Mannes hinterlassen tiefe seelische Wunden. Ihr Zustand verschlechtert sich von Woche zu Woche. Mit Maximilians Tod zerbricht nicht nur ein Kaiserreich, sondern auch ihr gemeinsames Leben. Der kleine Augustin kehrt nach dem Ende des Kaiserreichs zu seinen leiblichen Eltern zurück. Für Alice Green geht damit ein jahrelanger Albtraum zu Ende. So oft hatte sie Briefe geschrieben, um Hilfe gebeten und gehofft, ihren Sohn eines Tages wiederzusehen. Nun steht er endlich wieder vor ihr. Sie schließt ihn fest in die Arme und muss ihn nie wieder loslassen. Als junger Mann kehrt Augustin nach Mexiko zurück. Das Land, in dem er einst als kleiner Junge am Kaiserhof gelebt hatte, hat sich inzwischen grundlegend verändert. Wegen politischer Äußerungen gegen Präsident Porfirio Díaz gerät er ins Visier der Behörden und wird zeitweise inhaftiert. Schließlich verlässt er Mexiko und geht in die Vereinigten Staaten. Dort arbeitet er später als Professor für Spanisch und Französisch. Seine beiden Ehen bleiben kinderlos. Auch Salvador schlägt einen neuen Lebensweg ein. Er bleibt in Europa, heiratet die ungarische Baronin Gygax und wird Vater einer Tochter. Über sie setzt sich die Familienlinie der Iturbidis bis heute fort. Doch sein Leben ist nur von kurzer Dauer. Bereits 1895 stirbt Salvador im Alter von nur 45 Jahren. Für Charlotte dagegen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Obwohl sie ihren Mann um fast 60 Jahre überlebt, endet für sie jener Sommertag des Jahres 1867 nie wirklich. Den Verlust Maximilians kann sie niemals verarbeiten. Immer wieder verliert sie sich in Wahnvorstellungen. In ihren Gedanken lebt ihr Mann weiter, als hätte es die Schüsse nie gegeben. Während um sie herum Jahrzehnte vergehen, bleibt Charlotte innerlich in einer Vergangenheit gefangen, aus der sie nie wieder zurückfindet. Am 19. Januar 1927 stirbt sie im Alter von 86 Jahren auf Schloss Buchhout.
Charlotte wuchs als eine der reichsten Prinzessinnen Europas auf. Sie wurde Erzherzogin von Österreich, Schwägerin Kaiserin Elisabeths und schließlich Kaiserin von Mexiko. Für einen kurzen Moment schien sich ihr Traum von einer großen Zukunft zu erfüllen. Am Ende aber verlor sie ihren Mann, ihr Kaiserreich und ihren Traum von einer Familie. Gerade diese Gegensätze machen Charlotte von Belgien bis heute zu einer der tragischsten Frauen der europäischen Königshäuser.